Ja, schönen guten Tag. Ja, wir sind jetzt vor einer Stunde in Thessaloniki angekommen bei Anakis. Ja, super, super nette Begrüßung. Äh, Ich bin jetzt mit dem Mechaniker ein Proberündchen gefahren. Das laute Geräusch, was jetzt schon seit ein paar Tagen immer lauter wurde, war natürlich heute nicht da oder nur ganz, ganz wenig. Ist krass, ist halt irgendwie wie immer, ne? Ähm, Das Leck, also da, wo es Öl rauskommt, kommt vom Motor, wo der an die Kardanwelle geht. Er hat gesagt, das müssen wir nicht machen, das können wir eigentlich noch ein paar Jahre fahren. Das ist so small, also so wenig, da könnten wir bedenkenlos mitfahren, halt nur Öl halt checken, aber das machen wir ja eh. Also das wäre jetzt ein riesengroßer Aufwand. Wir müssten halt den kompletten Motor rausnehmen, um letztendlich an die Dichtung zu kommen. Brauchen wir uns keine Sorgen drüber zu machen. Die anderen kleinen Sachen sind die Mechaniker jetzt schon dran. Das war ja noch, wo wir ein bisschen Air Pressure verlieren und ja, das Kabel, was uns durchgeschmort ist, dass die uns da eine vernünftige neue Zuleitung zulegen. Ja, da sind die jetzt dran. Die versuchen heute dann damit auch fertig zu werden. Ansonsten, wir können hier nicht auf dem Hof stehen, weil der hat halt 2 Wachhunde und wir haben halt 2 Hunde. Das wird nicht funktionieren. Sollte das jetzt hier alles länger dauern, dann werden wir uns ein Hotelzimmer für die Nacht checken. Da ist er uns auch mit bei behilflich. Ja, so ist gerade mal der Stand der Dinge. Und jetzt hole ich euch mal hier ein bisschen mit über den Werkstatthof, weil es ist halt schon impressive. Mercedes Yes. Unimog Service. Yes, Arnakis Christos, Thessaloniki. very friendly mechanic. What's your name? Ayhan. Und das hier könnte das Teil sein, wo wir Luft verlieren, was ich ja schon mal ja, Steffi sagt, es hat ein bisschen was von den Lidl, nur in geil. Hier noch ein Geiler mit echt gut Patina. Stehen die Pritschen hier umso besser im Lack. Ach so. Wir fühlen uns auf jeden Fall hier richtig gut aufgehoben. Stimmt's? So ist das. Viele Hände, schnelles Ende hoffentlich. Oder viele Küche verderben den Brei. We will see. So, sind jetzt zu dritt beschäftigt. Alle Sachen, die wir gemacht haben wollten, ist jetzt geklärt. Mit ein bisschen Englisch und Hand und Fuß. Ich denke mir, ist jetzt alles klar. Ja, wir warten und wir haben die Hoffnung, dass vielleicht heute Abend auch fertig ist. Ansonsten suchen wir uns hier einen Platz around oder nehmen ein Hotel für die Nacht oder eine Pension, wo wir mit den Hunden rein können. Hab ich ja schon gesagt. Aber die sind jetzt alle mal schön am Pogo am Arbeiten. So, wir haben mittlerweile so gegen 2 Uhr. Steffi ist mal zum Supermarkt, uns was zum Mittagessen zu checken. Ich krieg echt langsam Qualm. Ja, der Druckluftverlust, ich verstehe ja kein Griechisch. Irgendwie scheint es da noch ein Problem zu geben, die Stelle zu finden. Wir sind aber dran und ich bin noch ganz zuversichtlich, dass es noch funktioniert. So, hier ist jetzt auch mal Mittagspause angesagt. Ja, Steffi ist ja auch gerade zum Supermarkt, um uns was Mittagessen zu besorgen. Warten wir mal, bis sie wiederkommt und was sie uns gejagt hat. Ich habe mitgebracht ein Baguette, 2 Dips und Kuchen zum Nachtisch.
weil die übliche Backabteilung mit den leckeren Spinat-Blätterteigdingern gab es. So, mal einer der seltenen Momente, wo man uns beim Essen sieht. Nun, wir haben die Werkstatt verlassen. Wir sind jetzt ungefähr 10 Kilometer aus Thessaloniki rausgefahren, haben uns hier einen ganz angenehmen Stellplatz für die Nacht gesucht. Ja, also das Zischen ist weg. Es kam tatsächlich vom Getriebe. Die haben da so ein Ersatzteil ausgetauscht. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Ich habe es euch ja auf dem Video gezeigt. Also wir verlieren da keine Luft mehr. Alles tipptopp. Das Geräusch, ja, das war ja während der Probefahrt nicht mehr vorhanden. War ja gestern schon weniger. Ja, ist schräg, ne? Die haben geguckt, es ist aber auch nichts ersichtlich, was irgendwas dramatisch ist. Also das heißt, wir akzeptieren dieses Geräusch jetzt einfach hin und wieder. Ich weiß es nicht. Ich habe gestern nochmal einen Reifendruck unabhängig davon überprüft. Wir hatten auf der einen Seite 0,3 Bar mehr als auf der anderen Seite. Keine Ahnung warum. Als ich das letzte Mal geprüft habe, hatten wir irgendwie gleich. Ich habe jetzt nochmal, wir haben jetzt vorne 3,9. Wir sind ja noch ein bisschen am Experimentieren, was das Beste für uns auf der Straße ist. Ob es damit zusammenhängt, dass da irgendwie wieder eine Unwucht war und dass dann irgendwas rappelt, keine Ahnung, kann ich euch nicht sagen. Es ist auf jeden Fall jetzt nicht da. Ja, der dritte große Punkt war ja die Rückfahrkamera. Die haben jetzt wirklich 2 Stunden da oder mindestens 2 Stunden dran versucht, gemacht, getan und sind zum gleichen Ergebnis gekommen, wie ich beim ersten Mal, dass der Strom an den Kabeln vertauscht ist. Also wo eigentlich Plus ist, liegt Minus an Don't Know. Das hatte ich halt damals beim ersten Mal richtig gemessen. Ich habe jetzt gesagt, es soll nicht sein lassen. Wir kümmern uns in Deutschland drum, dass wir uns da um eine neue Rückfahrkamera kümmern. Ja, vorne nochmal alles neu, vernünftig verkabelt. Nach unserer Kabelschmuraktion, das haben die alles gemacht. Wir sind zufrieden, guten Preis gewesen, super nett und haben jetzt auch noch gute Tipps gekriegt für unsere Weiterreise. Ja, erzähle ich euch aber morgen von. Ich gehe jetzt erstmal wieder in den Koffer rein, mache mir ein kaltes Bier auf und für heute ist mal Feierabend. Bis später. Da hinten ist Thessaloniki. Dahinter das Meer. Nachdem wir gestern ja aus der Werkstatt direkt wieder weg konnten, alles an einem Tag erledigt war, was super gut ist, haben wir da ja auch ganz viele Tipps mitbekommen, wo wir noch hinfahren sollten und deswegen geht es jetzt Richtung Chalkidiki. Der Christos Anakis hat so davon geschwärmt, hat uns ganz viele coole Spots verraten und coole Tavernen, wo man ganz traditionell essen kann und das wollen wir jetzt uns mal angucken fahren. Also Weg jetzt Richtung Chalkidiki, dazwischen noch ein Stop am Waschsalon, das ist nämlich auch mal wieder fällig und dann sehen wir uns da. In the next roundabout, take the first exit. You've reached the voicemail of, please leave your message after the tone. I don't know. Your destination is on your left. Wir sind seit gestern auf der Halbinsel Chalkidiki.
Wir befinden uns auf dem mittleren der 3 Finger, auf Setonia. Der Zeigefinger wäre Cassandra, die Halbinsel. Da hat Christos uns abgeraten, weil da wirklich ein Hotel oder Ferienanlage neben der anderen ist. Das ist krass verbaut. Und der 3. Finger, Athos, da kann man nur den oberen Zipfel besuchen. Dann kommt eine Grenze und der Rest des Fingers ist, da wohnen Priester drauf und da dürfen sowieso nur Männer rein. Aber ist alles ein bisschen, auf jeden Fall nichts für uns. Das heißt, wir werden uns jetzt auf Setonia weiter rumtreiben. Wir stehen hier jetzt an einem echt coolen Strand. Allerdings doch noch recht bebaut. Wir haben uns auf Google Maps alles nochmal angeguckt, wenn wir weiter südlich fahren und auch an die Ostküste. Da ist es deutlich einsamer, kleinere Buchten und auch wohl einige Stellen, die man nur mit 4x4 erreicht. Und da wollen wir hin. Ein Dörfchen angehalten und versuchen mal, ob wir jetzt hier noch einen Kiosk finden. Da sind wir wieder. Schnell, ne? Gestaltet sich ein bisschen schwierig hier von der Straße runterzukommen, weil rechts, links bis jetzt überall Durchfahrt verboten, so oder Zaun. Naja, wir werden mal versuchen. Wir haben ja Zeit. Jede Zufahrt zugeschüttet, verboten reinzufahren. Es ist so traumhaft schön hier, aber ich gehe mal von aus, dass das schon seine Gründe hat. Ich fahre den Weg jetzt gerade mal scouten zu Fuß, ja, landschaftlich wunderschön. Hätte sich für uns jetzt aber nicht gelohnt runterzufahren, weil unten halt nicht viel Platz zum Stehen war und ja, unten halt auch ein kleines Häuschen war. Ich gehe davon aus, dass da ein Fischerboot, weil direkt auf dem Boot vor Anker gelegen hat. Wir haben jetzt ein anderes Plätzchen gefunden, wir haben jetzt gerade mal die Koordinaten eingegeben und versuchen da mal unser Glück. So, Stellplatz für heute oder für morgen, vielleicht für beide Tage, angekommen, komplett alleine. Wir sollten aufpassen, wenn wir ins Wasser gehen.
erstmal hier unten den Beach angeguckt, sind wir noch weiter oben stehen geblieben, wo man noch drehen könnte. Ja, es ist ganz nett, aber wir sind mittlerweile echt verwöhnt und haben noch so viele Buchten und Strände von Christoph gesagt bekommen, dass wir jetzt weiterfahren und uns Momente, wenn du denkst, bitte kein Gegenverkehr und dann ist der da. Aber irgendwie schaffen die Griechen es immer wieder, sich dann so klein zu machen. Karidi Beach, ein Traumspot. Kristallklares Wasser, türkis, schimmernd, faszinierende Felsformationen und wenige Menschen und die sind auch noch super nett und sympathisch. Das ist echt mega hier, wir fühlen uns total wohl. Allerdings muss ich dazu sagen, das ist der 4. Spot, den wir angefahren haben, nachdem wir von der kleinen Bucht weg sind. Der erste hat mir nicht gefallen. Der 3. war so eine Zwischenlösung, lag halt auf dem Weg und schnell angehalten, weil es war schon spät zum Übernachten. Aber der 2., der hatte eine ganz besondere Herausforderung für mich parat, denn der Zuweg war steil, geröllig, verblockt, eng, am Abhang und mit krassen Auswaschungen. Und dann kam sie, die Angst. Mit Bildern in meinem Kopf von einem umgestürzten, abgerutschten, abgestürzten Unimog, Herzrasen, Zittern, Tränen sind gelaufen. Ja, es war eine kleine, fast Panikattacke. Und das war echt übel. Marc hat die Situation ganz anders eingeschätzt. Er hat gesagt, ja, ist herausfordernd, aber durchaus machbar. Aber für mich ging es gar nicht. Und wir haben da, genauso wie bei Stellplätzen, die Vereinbarung, wenn sich einer nicht wohlfühlt, dann machen wir das nicht. Marc war zwar sehr enttäuscht, weil ja, ihm der Fahrspaß nicht gegönnt war, aber wir sind dann weggefahren und haben im Nachgang lang drüber gesprochen, woher meine Angst kommt, woher auch die völlig unterschiedliche Einschätzung der Situation kommt und sind zu dem Schluss gekommen, ich muss an der Angst arbeiten. Weil Offroad-Fahren ist ganz klar mit ein Teil unserer Reise, sonst bräuchten wir auch keinen Unimog. Dann könnten wir auch mit einem normalen Camper durch die Gegend fahren. Und wir denken, oder ich denke, ich brauche mehr Fahrpraxis. Als wir losgefahren sind, hatte ich mir 2 Tage vorher die Bänder im Fuß abgerissen. Das heißt, ich konnte keine Kupplung treten. Marc ist dann fast alles alleine gefahren und das hat sich so ein bisschen eingegroovt. Und da müssen wir wieder weg von. Also wir haben jetzt die Vereinbarung getroffen, wir fahren wieder abwechselnd. Ich werde mehr Offroad auch fahren. Wir werden, was die Schwierigkeit angeht, nochmal einen kleinen Schritt zurück machen und das bei mir langsam aufbauen. Marc ist da scheinbar schneller mit der Gewöhnung und mit dem Lernen und überhaupt. Und dann gucken wir mal, wie das weitergeht. Aber es ist schon wichtig, dass das klappt. Ganz viele Wasserschnecken. Ich glaube, die kann man auch essen. Und da sind, ich weiß nicht, was das für... Die sind so rot. Das sind nicht wirklich Seeigel. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich muss das mal googeln.
Ja, es sind ja jetzt ein paar Tage vergangen, seit Steffi da ihr Erlebnis an der nicht befahrenen Offroad-Strecke hatte. Ich habe mir jetzt auch noch mal viel Gedanken drüber gemacht und wie Steffi schon gesagt hat, es ist ganz klar, wenn sich bei solchen Sachen oder auch anderen Sachen einer von uns beiden nicht wohlfühlt, dann machen wir das nicht. Was für mich an der Situation schwierig war, dass Steffi so im Panikmodus war und wir auch überhaupt kein rationales Gespräch darüber führen konnten, wie ist jetzt die Gegebenheit, wie sind die Schwierigkeiten. Steffi hat immer gesagt, ich habe nur Angst, ich habe Angst, dass wir da runterkippen. Und ganz bestimmt fehlt da Steffi die Fahrpraxis, wo Steffi mindestens so ein guter Fahrer ist wie ich. Und ich denke, wir werden das so machen, wie Steffi auch schon gesagt hat, dass Steffi jetzt einfach mehr fährt, dadurch einfach auch mehr Sicherheit gewinnt und darüber hinaus halt einfach Situationen auch anders einschätzen kann, weil sie halt schon mal andere Stellen gefahren ist und dann auch das Feeling dafür hat, wie fühlt sich das hinter dem Lenkrad an. Ich finde das ganz wichtig, weil wenn wir unsere Reise fortsetzen und ganz bestimmt noch öfters an so Situationen kommen, hätte ich da ganz gern eine Diskussion des Sachverhaltes auf Augenhöhe. Und das geht halt nur jenseits von dem Panikmodus. Und das war so ein bisschen das Schwierige für mich an der Situation. Aber wir haben ja jetzt unsere Tour schon geplant. Morgen geht es weiter und dann werden wir relativ viel Offroad fahren und werden uns dabei abwechseln. Ja, und dann werden wir mal schauen, wo uns diese Reise da hinführt. Ist natürlich auch die Sache, wir hatten ja auch mal in einem Kommentar, da hat jemand in einem Kommentar geschrieben, wieso fährt man solche Strecken mit seinem Haus hinten drauf? Das ist durchaus eine berechtigte Frage. Wir haben damals gesagt, ja, weil es Spaß macht und das macht uns auch Spaß. Aber nichtsdestotrotz muss man halt dann auch immer wieder neu abwägen und neu entscheiden, was ist einem das jetzt gerade wert, von A nach B zu kommen, oder ist es nur für einen schicken Stellplatz. Das sind ja auch noch alles Sachen, wo wir neu drin sind und wo wir uns drin finden müssen und wo wir einfach beide halt auch Sicherheit gewinnen müssen. Und ich denke auch, dass es gar nicht mal schlecht ist, wenn ich da jetzt derjenige bin, der sagt, okay, das geht, und Steffi sagt, oh, nee, das machen wir lieber noch nicht. Wie in vielen Sachen unserer Beziehung finden wir dann meist einen ziemlich vernünftigen Mittelweg. Für uns geht es heute weiter Richtung Grenze zu Nordmazedonien und da werde ich dann mein ganz persönliches Offroad-Training starten. Wenn es euch gefallen hat, liken und abonnieren. Über Kommentare freuen wir uns auch und bis nächste Woche. Bye!